Wow. Okay, hi. Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Präsentation über unser Projekt Artypreneurs. Das ist Kenny, das ist Mani und ich bin Charlotte. Wir sind das Team von Artypreneurs und freuen uns sehr, heute die Gelegenheit zu haben, euch unser Projekt vorzustellen. Ein besonderer Dank an die Social Impulse Academy, Social Impulse Hub für diese Möglichkeit, die uns hier gegeben wird. Wir sind sehr dankbar dafür. Und zuerst werde ich euch nun unser Projekt vorstellen, in groben Zügen, um was geht's, was machen wir, was wollen wir bewegen. Dann führt Kenny weiter, warum die Unterstützung indigener Kulturen und speziell auch indigener Frauen so wichtig ist. Und Mani führt dann fort mit der Erklärung und Erläuterung unserer ersten größeren internationalen Kooperation mit der Raindrops Foundation in Indien, wird auch die ersten Produkte von dort präsentieren, bevor ich euch dann zum Abschluss noch die Produkte aus Kolumbien von unseren wundervollen indigenen Gemeinschaften, mit denen wir dort zusammenarbeiten, präsentieren werde. Artypreneurs, wie der Name schon sagt, bei uns geht es um Art, um Kunst und um Entrepreneurship, Unternehmertum. Genauer gesagt um indigenes Kunsthandwerk für indigene Kleinunternehmer. Wir arbeiten mit indigenen Frauen zusammen, die sich innerhalb ihrer Gemeinschaften zu Kunsthandwerkskooperativen zusammengefunden haben. Ihr Ziel ist es, sich eine nachhaltige wirtschaftliche Initiative aufzubauen, die zwei Funktionen erfüllen soll. Die erste Funktion ist der Kulturerhalt. Durch die systematische Weitergabe ihres Wissens tragen die indigenen Frauen aktiv dazu bei, ihre Kunstform und damit ihre Kultur weiterzugeben an die nächste Generation und sie damit vor dem Aussterben zu bewahren. Die zweite Funktion ihrer innergemeinschaftlichen Kooperativen ist die Verbesserung ihrer Lebensumstände. Auch die indigenen Gemeinschaften, seien es die Tikuna, mit denen wir zusammenarbeiten, die im Amazonas-Regenwald leben, oder auch die Wiwas, die in der Sierra Nevada leben, dem nördlichsten Naturreservat Südamerikas, sind von der Moderne umgeben, sind von der Globalisierung betroffen. Ist auf der einen Seite natürlich auch ein guter Aspekt, da auch sie ihre Kinder alphabetisieren, in die Schule schicken, sie Schulbildung erhalten. Dennoch kommen auch gerade deswegen Kosten auf sie zu, seien es Blöcke, Bücher, Stifte, Kosten für die Schule, für die Schuluniformen. Die indigenen Gemeinschaften benötigen richtiges Geld. Traditionell sind indigene Gemeinschaften Tauschgemeinschaften. Traditionell sind sie autarke Agrargemeinschaften. Nun brauchen sie richtiges Geld. Wie stellen sie das an? Sie gehen auf den Markt, zum Beispiel die Tikuna. Sie fahren in die nächstgelegene Stadt Leticia und verkaufen dort ihre Agrarprodukte sowie auch ihr Kunsthandwerk. Nun benötigen sie aber schon Geld für die Bootsüberfahrt von ihrer indigenen Gemeinde, die 1 Stunde Bootsfahrt von der nächstgelegenen Stadt entfernt ist, um dort ihre Produkte zu verkaufen. Dieses Geld investieren sie dann, wie wir schon gehört haben, in die Schulbildung und die Schulmaterialien ihrer Kinder. Für die Gemeinschaft der Wiwas sieht die Situation leider dramatischer aus. Die Wiwas leben, wie gesagt, im nördlichsten Naturreservat Südamerikas und unter ihren Böden befinden sich viele Bodenschätze. Diese Bodenschätze möchten, sagen wir, ausgegraben werden. Die indigenen Gemeinschaften werden oft leider gewaltvoll vertrieben. Die Wiwas, deren Lebensgrundlage ebenso die Agrarwirtschaft ist, wohnen aktuell in der Wüste. Agrarwirtschaft ist nicht von heute auf morgen nochmal aufgebaut. Was bleibt ihnen also aktuell übrig? Das ist der kommerzielle Vertrieb ihres traditionellen Kunsthandwerks. Sie öffnen sich für den kommerziellen Verkauf, weil sie genau dieses Geld benötigen. Für die Wiwas ist zum Beispiel die Reichweite ein Problem. Dadurch, dass sie in diesem Naturreservat, in dieser sehr trockenen Gegend wohnen, kommen nicht unbedingt Wanderer vorbei, die sich an ihren Taschen erfreuen und diese kaufen und mitnehmen. Auch sie müssen in die nächstgelegene Stadt fahren, aber da dort der Markt an sich schon übersättigt ist von Taschen, weil dort ist das ja kein super besonderes Produkt mehr, müssen sie ihre Reichweite erhöhen, um Einnahmen generieren zu können. Und hier kommt Artypreneurs ins Spiel. Wir möchten diesen indigenen Frauenkooperativen dabei helfen, ihre Reichweite zu erhöhen, mehr Menschen zu erreichen, ihre Kultur über ihre eigenen nationalen Grenzen hinaus bekannt zu machen, über ihre teilweise wirklich sehr prekären Lebensumstände zu informieren und ihnen dabei helfen, ihre Kultur zu erhalten und ihre Lebensumstände zu verbessern.
Nun wird Kenny darauf eingehen, warum diese Unterstützung so wichtig ist, so bedeutsam für die Frauen und für die indigenen Kulturen. Thank you very much, my friend Charlotte. That was very nice what you have shared with the public. I have put something into writing, and I would like to share with you guys that you're listening at home. So let's begin. So there are approximately 185 million indigenous women in the world, belonging to more than 5,000 indigenous people, according to the data of the United Nations. 15% of the world's poorest people are indigenous. Indigenous women in the region face higher poverty and discrimination within their community and outside their community, and making them the most highly vulnerable. Artypreneurs, we are striving to contribute towards the social and economic empowerment of indigenous women through poverty reduction, access to education, equality, and also one of the most important aspects of this, cultural preservation. Our project, Artypreneurs, provide indigenous women with a market to sell their arts and crafts. The indigenous women with whom we work have shared with us about their challenges they face toward establishing themselves also as a recognized enterprise in their countries, finding a market to sell their products and surviving in a fair, competitive business environment with arts and crafts. Artypreneurs seeks to overcome these challenges, and why not by connecting them to the German market, which is you. For some indigenous women, Artypreneurs provide them with an opportunity to make income for their families. With an income, this woman can put a plate in their tables. And it's a step forward as well towards eradicating hunger and alleviating poverty. Some say and argue as well that indigenous people have access to land which they could use for farming. But this is not the case for our women. Climate change affects farming in the community where some of these women live, which has an effect on the nutrition and also in the income of those who rely on farming. I don't know if you would like to translate some of it, my friend, because I have said pretty much a lot. That's true. Vielen Dank, Kenny. Kenny ist prinzipiell eben nochmal auf die Dinge eingegangen, die auch ich gesagt habe, hat sie nochmal erweitert um die Aspekte, dass die indigenen Kulturen laut der UN, aber auch laut unseren eigenen Berichten vor Ort, denn wir haben glücklicherweise alle selbst Erfahrung in der Zusammenarbeit mit indigenen Kulturen und sind somit jetzt nicht nur auf Studien der UN zum Beispiel reliable. Just. Ja, nee, scheiße, ich habe übelst den Faden verloren. Okay. Naja, das passiert, mal verliert man den Faden, mal findet man ihn wieder. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt wieder. Genau, durch unsere eigenen Erfahrungen mit den indigenen Gemeinden sehen wir, wie die Lebensumstände sind. Kenny hat in Belize mit einigen zusammengearbeitet, mit Nachkommen der Mayas. Mani hat in Indien zusammengearbeitet mit der Organisation von Chantni, mit der Raindrops Foundation Organisation. Ich persönlich mit den beiden Gemeinden in Kolumbien, die wir auch hier im Projekt bereits aufgenommen haben. Und wir sehen, dass die Lebensumstände einfach sehr prekär sind. Wie gesagt, die Vivas, die leben in der Wüste. Sie müssen Geld verdienen, um sich überhaupt Wasser leisten zu können, um sich überhaupt Reis leisten zu können. Und ich damals habe auch Interviews mit der Kunsthandwerksleiterin durchgeführt, mit beiden, mit der Gloria, mit der Mayra. Und diese Videos findet ihr auch hier verlinkt unterm Livestream und auch auf unserer Webpage www.artypreneurs.de und .com. Und ich denke, die Videos, die sprechen Bände. Weil natürlich können wir euch jetzt viel darüber erzählen, wie schlimm die Umstände sind und wie sehr die indigenen Gemeinschaften vom Aussterben bedroht sind. Aber Videos und Bilder
Und deren Worte sagen dann doch noch mal tausendmal mehr als unsere Worte hier. Deswegen geht gerne auf unsere Webpage und auch auf unseren YouTube-Kanal, der sich aktuell noch Keep Safe nennt, und macht euch dort gerne ein Bild über die Lebensumstände, gleichzeitig aber auch die Visionen dieser unglaublich mutigen und starken Frauen, die ihr Schicksal nun selber in die Hand nehmen, indem sie diese Frauenkooperativen gegründet haben. Es geht auch um den Aspekt der Unabhängigkeit natürlich, weil auch in indigenen Gemeinschaften haben Frauen jetzt noch nicht die gleiche Stellung wie die Männer. Und das möchten diese Frauen selbst ändern, indem sie selbst ein Einkommen zur Familie beitragen können, dass sie selbst auch mal unabhängig vom Mann leben können und dass sie sich selbst versorgen können. Diese starken Frauen möchten wir unterstützen, deren Visionen wirklich einzigartig sind. Und wie gesagt, Näheres dazu findet ihr in unseren Videos. Nun möchten wir euch nach dieser ganzen Hintergrundinformation gerne unsere aktuelle Kooperation mit der Raindrops Foundation vorstellen und auch auf unsere schönen Produkte eingehen. Thank you so much, Charlotte and Kenny. First of all, I would like to thank you, Social Impulse Hub, for providing us the opportunity to be here. I hope those of you who are listening to us today, who are watching us, they are safe, and please take care of yourself in this time of COVID-19. We hope that you are in good health. Okay, so let me just give a human touch to what story that Kenny had just presented before us. So this, we have the story of Shweta, which we collaborated through Raindrops Foundation, which was spearheaded by Chandni in India. When I shared with Shweta that, your products, these are the products that are made by, Shweta. These are handcrafted Madhubani painting products made by Shweta and her artists. These are all bio-friendly, made through organic things. And, in a traditional art form, this is from the traditional region of Mithila in North Bihar region of India. So when I shared with her that your products are going to be shared in the German market, and your video, your documentary based on your life is going to be watched by the people in Germany, she was like surprisingly very happy. She said, this is one of the happiest moments in my life. And this is not only increasing her self-respect, but we also provided her economic opportunity through Raindrops Foundation and the collaboration that we did. So I think, Kenny, just to add this story I shared, because this is where we come in. Artypreneurs provide this platform to these women, to these indigenous artisans, not to increase only their self-esteem, but also economic empowerment. Because you remember, you need to note that we can do charity, but charity doesn't increase the self-esteem or self-respect of people. And that's why the project by Raindrops Foundation is also called Project Swabhiman. And when Artypreneurs collaborated with this gave a push to empower women like Shweta and other women artisans to provide such opportunities. So I think through this collaboration in India, we are promoting one particular art. It's called Madhubani art or Mithila art, what you can call. And this goes back to the popular culture of Ramayana and Ramayana era, when Lord Ram came to marry goddess Sita. So the entire city was decorated with this art. This story also was shared by Shweta. So these artisans are not only doing this for their economic opportunities, but they are also they are also keeping these cultures alive. So through these collaborations, we are not only promoting economic empowerment or women empowerment, but we are also promoting cultural survival. As Kenny already pointed out, that these many organizations like UNESCO and UN indigenous community organizations are already highlighting that how indigenous culture, indigenous languages are getting vanished in the course of yes. And this project and this collaboration from India and from Tikunas and Vivas in Amazon urban forest, we are supporting these women for their self-respect, self-esteem, for their economic empowerment, and importantly, cultural survival and cultural promotion. Because when I see people watching us, the German people, you have a very important role to play to keep these cultures alive.
And we understand this importance that you are playing in this whole process. And that's why when Charlotte and Kenny and me joined this group and we started this process, that's why we thought of bringing this story and bringing the products here. So if I have, as Kenny said, I have spoken a lot as well. So if Charlotte, you want to translate this, and then if you have any other further question regarding the Indian collaboration, we can discuss this further. Ja. Thank you, Mani. Perfect. Alright. Das Schöne an unserer Kollaboration mit der Raindrops Foundation ist die Arbeit, die Raindrops Foundation vor Ort mit den indigenen Frauen verrichtet. Und zwar richtet sich diese Kollaboration vor allem an die unterste Klasse, an die unterste Schicht der Frauen in Indien. Wir kennen, dort ist das Kastensystem vorherrschend. Und diese Frauen werden durch die Raindrops Foundation gefördert. Ihnen werden Ausbilderinnen an die Seite gestellt, die ihnen dann dabei helfen zu lernen, wie man näht, weil diese ganzen Masken sind handgemacht, handgenäht, handbemalt. Und die Raindrops Foundation bildet eben diese Frauen aus, nähen zu lernen, bemalen zu lernen, und zwar in der regionalen Kunst, die bis zu einem fernen alten Königreich zurückreicht. Genau, und das Schöne ist, wie Mani es wirklich gut herausgestellt hat, es geht hier nicht nur um den wirtschaftlichen Support, nicht nur um die wirtschaftliche Unterstützung, sondern auch um den Selbstrespekt der Frauen. Wenn eine Frau selbst Geld verdienen kann, wenn sie selbst arbeitet und für ihren Lebensunterhalt selbst verantwortlich ist, dann steigert das ihren Selbstvertrauen und ihren Selbstrespekt. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und dafür arbeiten wir mit der Raindrops Foundation zusammen. Gut. Und Kenny hat auch noch was zu sagen. Okay. I would like to add as well about the importance of cultural survival. So, we're living at a time where we are experiencing the globalization processes, and many cultures are getting lost because of these processes. And as you know, in some of these countries, especially like in a case in Latin America, Spanish, for example, is the dominant language. And some of these, indigenous languages are lost because some of these indigenous communities feel themselves obliged to learn some of the national and official languages, like in this case, Spanish. And also as well, because of the dominant culture, such as the pop culture, some of the youths want to adopt this lifestyle, and they are starting, to not, for example, wear some of the traditional clothing, or also they would not look after or appreciate like some of the traditional arts and crafts. They want to, consume some of the products that they see in television, and for us, it's very important as well to ensure that some of these products are preserved through the form of art and craft, which throughout history, as some of you may know, it has been very important in the preservation and also the transmission of culture. So, Charlotte, I don't know, would you like to add something else? Or would you like to translate as well? Sure. Yeah. First of all, I want to translate. Und zwar hat Kenny nochmal den wichtigen Aspekt der Globalisierung herausgehoben. Die Globalisierung bedeutet die Vorherrschaft der westlichen Welt. Und die westliche Kultur, die zieht natürlich auch in die entferntesten Gebiete, sei es im Amazonas, sei es in Mittelamerika, wo Kenny herkommt. Er hat es gesehen in den indigenen Gemeinden, mit denen er gearbeitet hat, hält Einzug und überfällt praktisch die indigene Kultur und entreißt sie ihren Wurzeln. Die indigenen Kulturen zu erhalten, ist uns ein großes Anliegen, dass sie Traditionen mit sich tragen, die wir so gar nicht kennen. Indigene Kulturen sind Jahrhunderte bis zu Jahrtausende alt. Indigene Kulturen bringen Wissen über die Natur mit, von dem wir keine Ahnung haben. Und genauso geht es hier mit dem Kunsthandwerk. Bei Kunsthandwerk sind handwerkliche Gebrauchsprodukte. Die Taschen wurden früher benutzt, um damit in den Wald zu gehen, auch heute noch, werden benutzt. Die Jäger gehen mit den Taschen in den Wald, um ihre Dinge zu verstauen, die sie für die Jagd brauchen. Und es wird nun als Kunsthandwerk angeboten.
Und es ist wichtig, diese Kulturen weiterhin zu schützen und auch zu fördern. Denn was ist in unserer Welt ohne eine Vielfalt an Kulturen? Wenn wir plötzlich alle nur noch die westliche Kultur haben, wo sind unsere Wurzeln? Wo führt uns das hin? Die indigenen Kulturen zu bewahren, liegt uns sehr, sehr, sehr am Herzen. Nun möchte ich nochmal auf die kolumbianischen Produkte eingehen, die ich von dem Stamm der Ticuna und der Gemeinde der Wiwas mitgebracht habe. Und would you like to hold it? Das zum Beispiel ist ein Untersetzer vom Stamm der Ticuna. Er ist gemacht aus einem Palmenblatt. Dieses Palmenblatt wird, wie ihr auch im Video teilweise sehen könnt, es wird zerrissen, es wird getrocknet, es wird zu Kordeln zusammengekordelt und mit verschiedenen Farben eingefärbt. Das Rote kommt aus einem Samen. Der Samen, der wird zertroschen, dann wird er eingelegt in die einzelnen Fasern. Das wird über 2 Tage in der Sonne liegen gelassen, um zu trocknen und dann mit eingearbeitet. Die gelbe Farbe kommt vom Gewürz Safran und die blaue Farbe kommt aus getrockneten Blättern. Ihr seht, die Produkte sind zu 100% ökologisch, 100% Natur und zu 100% mit traditionellem Kunsthandwerkswissen handgefertigt. Wollen wir, dass dieses Wissen verloren geht? Ich glaube nicht. Als nächstes möchten wir euch eine Tasche präsentieren. So beautiful. Ja. Sehr schön. Das ist eine Tasche von den Weavers. Diese Tasche wurde aus Kaktusblättern gemacht. Gerne. Sehr schön. And alles organic. Ja. Das heißt, ihr seht, Palmenblätter und Kaktusblätter liefern hier die Grundlage für Gebrauchsgegenstände, die jeder im Alltag braucht. Warum sollten wir jetzt noch zu Primark rennen und billige Plastiktaschen kaufen, die unter schrecklichsten Umständen irgendwo in Bangladesch angefertigt wurden? So, wo ist unsere Verantwortung? Weil ein Produktkauf ist auch unsere Verantwortung. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir in der globalen Gemeinschaft leben? Weil Globalisierung betrifft uns alle. Es betrifft die indigenen Stämme genauso wie uns. Und wir unterstützen sie durch unsere Produktwahl. Schön. Anything to add? Yeah, Ich just habe Okay. eine kleine Tasche hier. Okay, jetzt werden wir Zeuge Kennys seiner Deutschkenntnisse. Genau, wir haben verschiedene Produkte. Wir werden die auf unserer Webseite noch ein bisschen mehr promoten. okay. Das sind jetzt die ersten Produkte, die wir euch gerne zeigen möchten. Und es sind schöne Produkte, es sind tolle Gebrauchsgegenstände Und aus Holz. aus Holz, Samen, 100% natürlich, 100% biologisch abbaubar. About the women that they make this, the women, how are they like? How is their lifestyle? What do they do generally in the 24 hours? Can you tell us something about that? Genau, Mani hat mir eine gute Frage gestellt. Kannst du uns vom Leben der Frauen erzählen? Wie sieht ihr Alltag aus? Diese Tasche ist jetzt wiederum von den Ticunas aus dem Amazonas. Und die Ticunas leben 1 Stunde von der kleinen Stadt Leticia entfernt. Man kann diese Gemeinde nur mit dem Boot erreichen. Und ihr Alltag sieht folgendermaßen aus, dass die Frauen tragen in indigenen Gemeinschaften die Verantwortung für die Landwirtschaft. Die Männer sind meist den ganzen Tag unterwegs, um zu jagen, um Essen zu sammeln auch, kommen später nach Hause. Und die Frauen fangen dann an zu kochen. Während die Männer weg sind, kümmern sich die Frauen um die sogenannten Chakras. Und die Chakras sind ihre Felder, wo sie ihre Agrarprodukte anbauen. Und das Kunsthandwerk, dieses zusätzliche Einkommen, das sie generieren müssen, aktuell durch die Lebensumstände, wird meistens nachmittags oder auch nachts produziert. Okay. Und Mani möchte uns auch noch mal einen kleinen Einblick geben. Thank you, Charlotte, and I will like you especially to translate this. I think whatever we do is a small part of the large scheme of things. Organizations like Social Impulse Hub, Artypreneurs play a small part. The most important part that is being played is by you,
who is watching this video, you are the preserver of this culture, and you have to be, because you are in a developed country and you are in a developed society. You are one of the leaders in the world, and so for these parts of the world where these stories revolve, they are not just general stories that you read in the books and watch in the television. These are lives that we are talking about. So when pandemic has hit, these are one of the most affected people that is in the pandemic. So they are already poor, but pandemic is going to drive them into absolute poverty. So when you are watching this video, we all will like to, Artypreneurs, Social Impulse Hub, and everyone else will like to, every one of us will like to request you especially that please do whatever you can to help these people, to conserve these cultures, and don't do charity, please. Like, don't do only charity. You also make sure that your charity is causing them social empowerment, these women empowerments, and is sustainable. That sustainability is one of the prime aspects. So we will like to request you to watch their stories. If you are interested in their products, then do visit the web page, contact us, and promote us. These things need to be spread, and you can do that. Thank you so much. That is so beautiful said, Manny. I would like to add another aspect why you could also, contribute towards this project. And adding to the sustainability part, environmental sustainability, which is very important as well. Considering that we're in a time that we're, battling and fighting against the effects of climate change as well. So you could take it from that angle as well, and you could buy some of these beautiful handmade products which are eco-friendly and comes out of, materials out of the Amazon in the case of these Colombian products. And, you are definitely contributing to saving our planet. And, I think we could always look at it from different dimensions, you see? Cultural preservation and also environmental sustainability. Ja, Mani und Kenny haben beide nochmal sehr, sehr wichtige Aspekte hervorgehoben, um zuerst auf Mani einzugehen. Mani hat uns nochmal an unsere Verantwortung hier in der gut entwickelten Welt, nenne ich es mal, in unseren entwickelten Ländern erinnert, dass diese Geschichten, die ihr in den Videos sehen könnt, die wir hier erzählen, dass es ja keine Geschichten aus Büchern sind. Das sind wahre Lebensgeschichten. Und es ist in unserer Verantwortung, in unseren gut gestellten, entwickelten Ländern auch dafür zu sorgen, dass es den nicht gut gestellten Menschen, die ja nichts dafür können, dass sie in dieses Leben hineingeboren wurden, sie unterstützen und ihnen helfen. Und das können wir tun, indem wir ihre Produkte kaufen. Weil hier geht es nicht darum, dass wir ein Geschäft aufbauen, dass wir hier Profit machen. Das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist es, den Frauen zu helfen, sie zu unterstützen. Und zwar nicht, indem wir ihnen einfach Geld geben, jetzt wie bei einer Spende. Indem wir ihre Produkte kaufen, zeigen wir ihnen Respekt. Wir zeigen ihnen, deine Produkte werden hier in Deutschland wertgeschätzt. Und stellen Sie sich vor, Sie sind eine indische Frau, die leider in der niedrigsten Kaste lebt, wenn überhaupt ein Wellblech überm Kopf hat, um darunter zu schlafen. Und dann bekommt sie mit, hey, deine Geschichte wird in Deutschland erzählt, deine Produkte werden in Deutschland gekauft, es kommt an, die Leute mögen es. Sie werden auch diesen Livestream hier sehen, vielleicht werden Sie es nicht verstehen, wegen der Sprache, aber Sie sehen, dass Sie hier Thema sind, dass Sie gehört werden. Was für eine Hoffnung gibt denn das? Und aktuell in der Pandemie ist die Situation natürlich schwieriger. Die Indigenen sowie die Menschen aus der unteren Kaste haben nicht wirklich Anspruch auf gesundheitliche Versorgung. Sie sind dennoch von der Pandemie betroffen, genauso wie wir alle. Aber wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem, wir haben immer ein Dach über dem Kopf. Wir müssen uns nie Sorgen machen. Die Pandemie ist aber auch dort angekommen, in Indien wie in Kolumbien. Und wir können diesen Menschen so einfach helfen, indem wir ihre Produkte kaufen. Und dieses Geld geht zu 100% an sie. Wir kaufen auch über den Marktpreis ein, was für uns einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Um auf Kennys Punkt einzugehen, geht es hier auch um die ökologische Nachhaltigkeit.
wie ich es vorher mit meinem kleinen Primark-Beispiel auch deutlich machen wollte, geht es hier darum, die eigene, wir sagen auf Englisch so schön, die Consumer Choice zu treffen, dass Sie und du und ihr als Kunden es selbst in der Hand habt, welche Produkte ihr kauft. Und hinter jedem Produkt steckt eine Frau, die aus einem einzigen Palmenblatt eine Tasche anfertigt, die diese Fähigkeiten besitzt, die wir hier niemals besitzen werden, einfach weil wir nicht mehr mit der Natur zusammenleben. Und wir können diese Frauen unterstützen, wir können ihre Geschichten weitererzählen, wir können sie dadurch stolz machen, wir können ihnen dadurch Selbstrespekt geben, wir können ihnen dadurch ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, indem wir ihre Produkte kaufen und verantwortungsvoll und nachhaltig handeln. Wir haben gesehen, es gibt Fragen aus dem Chat. Da freuen wir uns jetzt ganz arg drauf. Ich bin gespannt. Let's take some questions. Ja. Yeah, we are glad to take some questions. Ja. Okay. So there are several questions. One first question is, how did you form as a team, and how did you make your connections with your different supplying artists at the beginning? I mean, you already told about the second, but maybe the first Yeah. one. Ja, okay. Ich erzähle es jetzt kurz auf Deutsch und dann gebe ich das Mikrofon an einen der Jungs weiter, der darf es dann nochmal auf Englisch erzählen. Und zwar haben wir uns an der Willy Brandt School of Public Policy, Universität Erfurt, getroffen in unserem Kurs Social Entrepreneurship bei Frau Professor Dr. Heike Grimm. Und in diesem Kurs haben wir uns gefunden. Wir haben die Möglichkeit gehabt, in diesem Kurs ein eigenes Social Business Model Canvas auszuarbeiten. Und da ich schon mit der Idee und mit dem angefangenen Projekt an die Uni gekommen bin, bin ich in diesem Kurs gesessen und habe gesagt, Leute, ich habe dieses und jenes Projekt, wer will mitmachen? Und da haben sich glücklicherweise Kenny gemeldet und Mani. Und am Anfang waren wir auch noch zu viert, da war noch die Sydney dabei aus den USA, die jetzt aber leider nicht mehr hier ist, wieder zurückgereist ist. Und so haben wir jetzt seit Oktober 2019 an diesem Projekt gearbeitet. So haben wir uns gefunden. Leider hat uns natürlich auch die Pandemie ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wo wollen wir unsere Produkte jetzt verkaufen? Wir wollten sie an der Universität verkaufen, was wir zum Beispiel im Dezember 2019 einmal gemacht haben, auf lokalen Märkten, auf Festivals oder auch hier in lokalen örtlichen Shops. Die Möglichkeit wurde uns jetzt durch die Pandemie leider genommen, deswegen verzögert sich auch alles ein bisschen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir dann im Sommer besser angreifen können, sagen wir es mal so. Genau. Und jetzt gebe ich es mal zu Kenny. Kenny, maybe you can tell us in English how we did found each other. Yes, I think Charlotte already explained some of it in German. So we met each other for the social entrepreneurship class. This is a course that's offered at the Willy Brandt School of Public Policy, University of Erfurt, where the three of us are students. So, you know, when I saw this lady, the energy that she emits, I said, oh, I would like to work with this lady. And finding out as well that she was working with, you know, the concept of preservation of indigenous women and the promotion of their arts and craft and their culture, I said, perfect, I want to work with her. Because before coming to Germany, I was working with an organization back in my country that work on the promotion of indigenous culture as well, rights and also governance. And I said, perfect. Let's just, you know, work this, and I know that I can contribute something out of it from my experience, and also at the same time, we will keep learning, you know, it's a process, and together we could form a strong team. And Manny was there as well, and this guy, he is, you know, such a mellow to work with him. And he also brings experience as well, and he is a lawyer, and we also wanted to, you know, to have someone with that legal background to also, you know, give us a little bit of insight on how to go about, because we all come from different backgrounds. I am an anthropologist. Charlotte, you are an economist. Manny, as I said, is a lawyer. Manny, would you like to add something?
No, I think you have already said that we met in October, but the only thing that I would like to add is, yes, as Kenny said, we all bring some unique experiences, and we are translating those experiences to how we can utilize it for the indigenous communities. For example, the region that I come from, there are indigenous communities, and there are a lot of other indigenous communities in India. But the idea is, this Indian collaboration, for example. So when last year I visited India and I found this amazing opportunity that we are working on. So we did this collaboration. So our team is also so distinct and having unique capabilities and from distinct regions as well. So they come up with, we can come up with these collaborations with these communities and help in further preservation. I think the bright side is yet to come. And this is going to be a long journey. Let's see where this is ending at. Okay, let's take the next question. Next question in German. Können die Produkte in Deutschland gekauft werden? Und ist es möglich, die Produkte auch in anderen oder aus anderen Ländern zu kaufen oder zu Genau, es ist möglich, die Produkte hier zu kaufen. Wir kaufen auf Vorkasse ein, die Produkte werden nach Deutschland gebracht und dort verkaufen wir sie dann weiter. Das heißt, ihr könnt uns kontaktieren. Wir sind aktuell noch nicht registriert. Das hat sich auch durch die Pandemie ein bisschen gezogen, haben aber vor, das im Juni, Juli, August, dann, wenn bei uns vom Studium her wieder alles ein bisschen sich beruhigt hat, uns dann auch anzumelden als eine Organisation. Und dann können die Produkte legal erworben werden. Mit Sicherheit können wir auch jetzt schon in Kontakt treten. Also auf Spendenbasis darf man ja bestimmt trotzdem auch mal ein paar Produkte weggeben. Und ich finde, jetzt nicht nur für einen persönlich sind die Produkte echt cool, als Frau mit der Tasche oder für jeden mit der Maske oder diese schönen Untersätze. Das sind auch tolle Geschenke. Man macht damit auch ein Statement. So, ich stehe für nachhaltige Produkte, ich stehe für nachhaltiges Einkaufen, ich stehe für den Support von Minderheiten, von indigenen Kulturen in unserer Welt. Und das Schöne ist, dass wenn man unsere Produkte als Geschenk verschenkt, kann man immer noch einen kleinen Zettel ranmachen mit unserer Homepage zum Beispiel, weil dann haben eure Freunde und Bekannten auch direkt die ganze Hintergrundstory dazu, zu unseren Produkten, wo sie herkommen, wer sie gemacht hat, was diese Träume und Visionen von diesen unglaublich mutigen, starken, indigenen Frauen sind. Und genau, ich meine, natürlich haben auch wir als Organisation Visionen und Ziele. Und ein Ziel ist es natürlich auch, einen Online-Shop aufzubauen. Und über den Online-Shop könnten dann die Produkte auch in andere Länder verschifft, ja gut, ist nicht verschifft, aber geliefert werden. Genau. Next question. How do you make sure that buyers appreciate the cultural meaning of indigenous art pieces and embrace it and give the object a proper use? Genau, die Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass unsere Käufer unsere Produkte auch wirklich wertschätzen und sie auch gut gebrauchen, in dem Sinne, dass sie wertgeschätzt und gewürdigt werden, was sie auch sollten. Und ich würde diese Frage zuerst auf Deutsch beantworten, danach beantwortet Mani sie auf Englisch. Und ich denke, als allererstes schließen sich alle diejenigen, die diese Produkte nicht zu schätzen wissen, automatisch selber vom Markt aus, weil die werden wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ökologisch nachhaltige Produkte kaufen möchten, die dann eventuell auch bei Contigo oder bei Dritte Weltläden zu kaufen sind. Ich denke, diese Art von Kundschaft ziehen wir auch nicht an und möchten wir auch in dem Sinne nicht. Wir wollen natürlich alle gerne davon überzeugen, dem nachhaltigen Konsum beizutragen, aber zwingen können wir sie nicht. Deswegen denke ich, auch dadurch, dass wir zu den Produkten selbst immer noch ein kleines Kärtchen dazu machen werden, wo drauf steht, wie man uns erreichen kann, wo man die Videos findet, auch den Namen der Frau, die dieses Produkt gemacht hat, hat man nochmal ein kleines individuelles Kärtchen bei jedem Produkt, wo man sieht, wer hat das gemacht, wo kann ich diese Geschichte nachschauen und auch nachlesen. Und darüber wird dann auch die Persönlichkeit zum Produkt hergestellt. Und ich denke, wenn man zu seinem Produkt eine persönliche Beziehung hat, behandelt man es auch automatisch besser und nutzt es auch weise und gut.
I'll give two answers, one honest and one pragmatic answer. Since Germans love honesty, so I'll be honest first. So the honest answer is, the products, since these are natural and since these are one from Colombia, one from India, there is a lot of cost attached. So when you buy a product, when you buy a bag, these are generally, to be honest, costlier than what you can get a plastic bag. So when you invest a little more than what you just can afford, then automatically you are more attached towards it when you give more price. So that's the honest part. The more pragmatic part is when you watch the story behind the bag, when you watch the story behind the mask, then you automatically attach yourself because you see yourself virtually observing the life of the woman who has made it. So that's why I see people will make good use of it. People will serve a better purpose because they know that they are not just getting any bag from DM or from any other shop, but they are getting this bag which has been made with hand and with love. And so that when the love translates to the other people, I'm sure they will do well. I'm sure they will put this to good use. Yes. Another question. The cultural background and history matters. How will you make sure to present the narrative of the culture behind your products or ornaments in order to attract the attention of potential customers? So, for example, how did we do that for the Indian masks? These are, these are general masks, but you see there is a pattern here. As you can see on this, there is a pattern here, and all these are natural. So what we aim to do is we focus on the story, then the product. So first aspect is focusing on the story. Today, after this session, we are having a documentary launch here, promoted by Social Impulse Hub again, thanks to them, the great team. So we are having the documentary launch, which will be again given to you all, so you can have a look on them. So understand the chronology. You don't, our products are not yet listed on the website, but our story will be first. So our priority is story first and then the product. So through the stories, and after the pandemic ends, we will be meeting people as well in different, for example, we have this Winterfest, we have other festivals also happening around. Last year in 2020, early 2020, before the pandemic hit us, in I think January or late December, we had this exhibition in our canteen in Mensa, in university. And a lot of people came and they were so surprised to know, they were happy to know. And that way we want to portray the culture first, message first, story first, and then the product, so that we keep their attention. Yeah. Mani hat es perfekt auf Englisch zusammengefasst. Ich übersetze noch mal kurz auf Deutsch. Und zwar geht es bei uns ja erstmal darum, die Story zu erzählen. Darum, wer sind diese Frauen, wie arbeiten sie, wie leben sie, um was geht es auch ihnen selber. Und wir promoten erst die Stories. Wir haben bisher eine Webseite, die habe ich euch ja schon genannt, artypreneurs.de oder .com. Und durch die Promotion der Stories, durch die Geschichten, Entschuldigung, da draußen ist immer ein bisschen Ablenkung. Genau. Diese Stories werden wir promoten auf der Webseite, auf Social Media. Ist schon alles vorhanden, noch nicht ganz ausgebaut, daran arbeiten wir noch. Hat ja aber auch Zeit durch die Pandemie. Und dann kommen die Produkte. Wir haben jetzt eben auch noch keine Produkte auf der Webpage oder in Social Media gelistet, einfach weil es noch im Prozess ist, noch in der Pipeline, sage ich mal. Und das wird jetzt folgen. Aber so an sich, auch als soziales Unternehmen, als Organisation, stehen wir primär dafür, die Geschichten weiterzuerzählen, dem Kulturerhalt beizutragen. Und die zweite Priorität ist dann eben der Verkauf der Produkte. Aber den werden wir dann entsprechend angehen, sobald wir auf Social Media noch präsenter sind und auch draußen verkaufen können. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. One more last question. How strong is the material for these bags? What is their life cycle?
So, Das ist eine gute Frage. I first answer in English. I think we have a prospective customer. Yoo-hoo. Contact us. Yeah, okay, we demonstrated with this bag. Perfect, Kenny will demonstrate it, hold it. And since these are like plant faser, like since this is a natural material, it's super stable. Like I would estimate that you could put around 20 kilos in a bag and it would not, get damaged or something. And I mean, we can also do the so-called, the German called Reistest. Okay. You can't. Good. Looks stable. We are honest. Ja, no, it's. Ja, okay, gut. Ist überzeugend, das hoffen wir. Genau, wir haben gerade den Reistest durchgeführt. Also ich denke, dass bis zu 20 Kilo auf jeden Fall in so eine Tasche passen, ne, dass die auch nicht reißt, weil dadurch, dass das pflanzliche Fasern sind und diese Fasern, diese Kordeln sind ja mehrere Palmen- oder Kaktusfasern zusammen gekordelt und dann haben wir davon ungefähr 50 Stück in einer Reihe. Also das ist auf jeden Fall sehr fest. Genau. Und es ist auch sehr dicht gestrickt, genäht. Wir haben auch andere Taschen, also andere Arten von Taschen, da sind die Maschen ein bisschen weiter, aber das macht jetzt keine Reduzierung in der Festigkeit, in der Stabilität der Tasche. In fact, the color is also permanent because these are natural. Genau. So the color is also. Also you die can wash Taschen. them and you can use them again. Genau. Du kannst die Taschen auch waschen. Ne? Dadurch, dass die Farben ja natürlich sind und natürlich eingewirkt sind die nicht herauswaschbar. Das heißt, die sind echt super resistent. Ich würde jetzt noch keine Schätzung abgeben, über wie viele Jahre die Produkte halten, aber ich würde locker mal 10 Jahre sagen. Ich habe selber auch schon seit einer Weile die Taschen bei mir im Gebrauch und die nutzen sich auch nicht schnell ab, weil dieses Kunsthandwerk einfach, wie man sieht, so filigran, es ist so schön gemacht und da hängen auch keine Nähte raus. Ich würde so sagen, die Sachen bei Primark, die gehen schneller kaputt. Okay. Okay. That answers. Okay. So, no more questions. Just conclude. Many comments, amazing work, and great demonstration. Thank you. So people want to Cool, oh, thank you so much. So, vielen lieben Dank für diese positiven Rückmeldungen. Das freut uns natürlich immens, weil dadurch, dass wir auch schon so lange an diesem Projekt arbeiten, ist jede positive Rückmeldung balsam auf der Seele. Und wir freuen uns so sehr darauf, wenn wir dann soweit sind, die Produkte auch offiziell zu verkaufen, wenn wir noch mehr Videos haben und noch mehr Informationen für euch bereitstellen können. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter. Wir haben eine Webpage. Ich würde mal sagen, Facebook, Instagram sind so die Hauptkanäle. Und die Webpage, da bekommt ihr wirklich alle Informationen. Das sind die Texte, die Bilder, unsere selbst getretenen Videos auf artypreneurs.de oder .com. Und ich denke, an dieser Stelle können wir uns verabschieden von unserem wundervollen Live-Publikum. Vielen Dank für die Fragen. Es war wirklich uns eine sehr, sehr große Ehre, unser Projekt hier vorstellen zu dürfen. Ein immenses Dankeschön an Social Impulse Hub, Social Impulse Academy, Culture Goes Europe, Plattform e.V., an Willy Brandt School of Public Policy, Universität Erfurt und den ganzen Support, den wir auch die letzten Monate über hatten. So, vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank für den Pop-Up-Store. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine coole Initiative gesehen. 3 Wochen lang können lauter verschiedene Social Entrepreneurship Projekte sich ausstellen, sich präsentieren. Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Deswegen 1 Million Dank auch an die ganzen Freiwilligen hier im Hintergrund, die das alles wuppen und rocken. Wirklich unglaublich beeindruckend. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt dürfen sich auch noch Kenny und Mani nochmal von euch verabschieden. Und ich sage schon mal Ciao. 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 You can say Ciao. ciao. I want very friendly and approachable people.
So, okay, bye. Okay. So we'll still have time, so that's perfect. So if you see us in the street, feel free, don't be shy. You could approach us, and we'll be so happy to, have a conversation with you about our project. You could ask us further questions. And Manny, would you like to say something else before we close? Before we say Dankeschön? Yeah. Just the last thing that if you have to say anything, any wonderful thing to these women, Shweta and the woman from Colombia, you can send messages and we'll transfer these messages to these ladies. Thank you so much again for tuning to the Social Impulse Academy once again. Thank you. Take care.